Das ist doch mal ein Auftritt. Dieser Autofahrer aus Rüdesheim platzt in eine Freilichtaufführung, die Müritz-Saga des Teufels Schergen, in Waren im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. Intendant Nils Duvel erzählt uns im Videointerview, wie er den Moment erlebt hat, als das Auto unerwartet auf seiner Bühne parkt. Ich sah dann vom Regieleitpult aus, wie sich ein Auto auf die Freilichtbühne zubewegt und habe dann von dort aus moderiert per unserer Tonanlage, dass er doch bestimmte Sachen nicht machen solle, der Fahrer. Die hat er trotzdem ausprobiert und dann habe ich ihm gesagt, wenn er jetzt versucht, mit Vollgas den Berg wieder hochzufahren, wird passieren, was dann auch passiert ist, nämlich er wird sich einfach mit seinem hybriden Auto eingraben. Das Auto steckt im sandigen Boden fest. Die Müritz-Saga nimmt einen unerwarteten Verlauf. Dann haben wir versucht, 40 Minuten den Pannenservice zu erreichen. Das hat an dem Abend dann nicht gut funktioniert, sodass ich ihm den besten Parkplatz, den er kriegen konnte, angeboten habe, das Auto einfach stehen lassen. Habe die Gäste gebeten, das zu entschuldigen, dass wir, weil wir ansonsten mit Pferden und mit Action da oben zu tun haben, dass wir die Vorstellung deshalb abbrechen. Einmal auf der großen Bühne stehen mit seinem Auto. Das ist aber gar nicht das Ziel des Rüdesheimers. Eigentlich will er in ein nahegelegenes Hotel. Ich glaube einfach, er ist die falsche Straße abgebogen und hat dann einen dort in dem Navi aufgeführten Waldweg als Zufahrt genutzt, hat dann die Warnbarken, die wir auf der Straße haben, weil wie gesagt für die Pferde und so weiter müssen wir halt immer die Straßen absperren, beiseite geräumt. Ja, und dann hat er einfach seinem Instinkt nachgegeben und hat halt gedacht, Mensch, das ist schön hell, oh, sieht ja schön aus. Mensch, wie eine mittelalterliche Stadt, in die ich hier hineinfahre. Nur die Straßen waren eben nicht so, wie er es gewohnt ist. Und ja, mit dem Ergebnis, dass er dann zumindest das Auto hier übernachten musste und er dann ins Hotel zu Fuß ging. Per Navi ans Ziel oder eben auch nicht. Kein Einzelfall. Immer wieder folgen Autofahrer und Fahrerinnen quasi blind ihren Navigationssystemen und landen da, wo sie gar nicht hinwollen. Bei der Aufführung in Waren ist zum Glück gerade eine Regenpause, als der überraschende Gast auftritt. Die Bühne ist leer. Es ist niemandem was passiert, selbst das Auto ist unbeschadet geblieben. Wir haben viel Zuspruch humorvoller Art bekommen, Bedauern auch für den Fahrer. Nicht so sehr fürs Navi-System, weil das funktionierte, das haben wir alles geprüft, wirklich sehr gut eigentlich. Aber ich denke mal, um so eine Episode reicher zu sein, das ist auch für uns gar nicht so verkehrt. Auch der Falschfahrer aus Hessen bleibt unversehrt, aber der Mann scheint Abenteuer mit dem Auto anzuziehen. Der war da relativ cool. Er hat mir auch noch mal seine Geschichte erzählt, die ihm in Italien wohl schon widerfahren sein soll, als er nämlich über ein Holzbrett fuhr, das zerbrach und er im Wassergraben landete mit seinem damaligen Auto. Vielleicht jemand, der solche Dinge gerne probiert. Nils Duvel hat diese Zugabe in seiner Aufführung auf eine mögliche Idee für eine Inszenierung gebracht. Wir hatten uns schon überlegt, Knight Rider wäre ja vielleicht eine Geschichte, Kid hat sich verfahren, dann einfach Stroh aufs Dach und das Ding mit in das Spiel mit einbeziehen. Unser Stück heißt des Teufels Schergen. Sie könnten auch aus dem Auto entsteigen. Also Fantasie, es einzubauen, war da. Die brauchen wir jetzt nicht. Dennoch, denke ich, werden wir heute den einen oder anderen Hinweis auch seitens der Schauspieler liefern, die da gestern auch dabei gestanden haben. Auch wenn das Stück des Teufels Schergen heißt, ob der Teufel seine Finger im Spiel oder im Navi hatte, ist bisher nicht bekannt.